with the invitation of the leaders of the liberal democrat opposition of Iran in Europe. Could you help us? Well, such a meeting would have to be in the format either of a meeting with the Iran delegation. Okay? But you need to understand, we are not in the business of changing regimes. We are in the business of helping people fight for their rights, which might lead to the same outcome, but it's a different thing. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Thank you very much for having taken time to meet us. Wir Iraner erwarten auch nicht, dass die Europäische Union ein Regime-Change in Iran macht. And we certainly don't expect that the European Union brings about a regime transformation. Das ist eine Aufgabe unseres Volkes und es zeigt sich bei mehreren Aufständen seit 41 Jahren. Zuletzt im November 2019. And that's our task. It has been evident over the past 41 years with the various protest demonstrations, rising up moments, most recently in November last year. Ja, aber was ich sagen möchte, ist, dass die Europäische Union und vor allem die Obama-Administration sich zu sehr fokussiert haben auf Atomvertrag 2015 mit Iran. But what I want to say is that the EU and the Obama administration in particular then focused far too much on the nuclear deal with Iran as of 2015. Und wir denken, dass das eine Beschwichtigungspolitik vor allem Europäischen Union gegenüber unseres Volkes gewesen, gegenüber Iran gewesen. And we think that was rather a kind of appeasement policy displayed by the EU vis-à-vis the Iranian people. Denn wir Iraner, also wir verstehen die Europäische Union und seinerzeit vielleicht Obama, weil wir die Angst haben, dass das Regime in Iran eine Atombombe entwickelt. We, the Iranian people, we kind of understand the EU, where you came from, and especially even where the Obama regime came from then, because there was a fear of Iran developing the nuclear bomb. Ja. Aber die Sache ist nicht eine Einbahnstraße, denn die europäischen, also die demokratischen Ordnungen, sowohl in Amerika und auch in der Europäischen Union, sind verpflichtet. Die haben in ihrer Verfassung, dass sie eben überall in der Welt, wo das Menschenrecht niedergetreten wird, dass sie sich zur Wehr setzen. Und das hat die Europäische Union eigentlich nicht gemacht. Das heißt, mit anderen Worten, interessierte die Europäische Union und seinerzeit Obama lediglich irgendetwas zu verhandeln, damit also das Regime im Iran sozusagen die Atombombe. Und diese Geschichte interessiert unser Volk überhaupt nicht. Also Atomgeschichte interessiert unser Volk überhaupt nicht. Please understand, this is not about a one-way street. The European Union and America have a democratic governance, a democratic system. And there's a certain duty coming along with it, enshrined even in their very constitutions, which means a duty to take some action in case there are violations of human rights, wherever they occur in the world. And the European Union has not acted in line with this. I would say the European Union, and at the time also the Obama administration, had very much a primordial interest in negotiating and just making certain that that regime would not develop, would not have the nuclear bomb. Yeah. But the people themselves have not that as their prime interest, not at all. Und es zeigt sich, dass man dem Regime in Iran auch, was Atomvertrag angeht, nicht vertrauen kann. Die machen, was sie wollen.
Und die lachen sozusagen darüber, dass das eben die Europäer oder die Amerika, die haben da so einen Vertrag gemacht und die halten sich auch eigentlich nicht daran. Das ist genauso, als 1930 Chamberlain nach Deutschland kam und dann hat den Pakt sozusagen mit Adolf Hitler geschlossen und man hat danach gesehen, was passiert ist. Also, wir wollen ganz einfach, gut, meinetwegen, die Europäer haben Interessen, können sie auch haben, aber die müssen doch zu gleicher Zeit, das ist die Erwartung unseres Volkes, dass das, was im Iran, wenn das Volk unter Druck wird und das alles, was geschieht, wenn jetzt im November 1500 Menschen, Frauen und Männer getötet worden sind, dass sie sich zur Wehr setzen. Die müssen eben sagen, das darf nicht sein. Die müssen irgendwelche Repressionen gegenüber des Regimes eben durchziehen. Und das tut die Europäische Union eigentlich nicht. Das ist also die Hilflosigkeit. Und das können wir, die Opposition im Iran und das iranische Volk nicht akzeptieren. One thing is obvious. The Iranian government and the nuclear deal is something where there is no more trust reigning, and certainly the Iranian regime just do as they see fit. They actually laugh at the EU and at the Americans somehow with regard to the nuclear deal and its implementation, or rather not implementation now. In the 1930s, I remind you of those years when Neville Chamberlain visited Germany and broke a deal with Adolf Hitler. You all know the outcome of that attempt. Europe has its interest, and that's okay. But please, at the same time, consider the following. And this is what our people do expect. Namely that at the same moment where so many horrible things are happening, like the 1,500 men, women, children killed last November, that something be done, that something be said about that, that some action, repressive action be taken vis-à-vis that regime perpetrating those actions. And the EU has remained inactive on that, in that regard. There is a certain helplessness we observe, and that is something where we appeal that it change. Dankeschön.